Hallo. Ich habe mich dazu entschlossen, ein YouTube-Video zu machen, weil mich so viele Leute angeschrieben haben und gefragt haben, wie die anfangen sollen und warum deren Haar zum Beispiel nicht trocknet und. Und deswegen möchte ich euch erstmal so die Grundlagen erklären und welche Produkte ich benutze, von wo ich die habe. Und danach mache ich einen Geodenuntersetzer mit euch, damit ihr mal seht, wie das geht. Ich werde in die Beschreibung schreiben, wann ich was erzähle, falls ihr keine Lust habt, alles anzugucken. Und ich fange mal an. Also, es gibt sehr viele verschiedene Harze und am Anfang war ich echt verzweifelt, weil ich nicht wusste, was ich nehmen sollte. Dann habe ich erst ein billiges von Amazon genommen. Ich glaube, das haben sehr viele am Anfang gemacht. Das vergilbt aber nach einer Zeit, ist also nicht gut. Dann habe ich das von Depot gefunden, auch bei Amazon. Und das ist preislich sehr gut, ist aber nur bis 70, nur ist auch viel, aber bis 70 Grad Hitze beständig. Und ein frisch gekochter Tee ist 90 bis 95 Grad heiß. Deswegen habe ich mir das hier bestellt aus UK, ist bis 90 Grad Hitze beständig. Jetzt bin ich sehr erleichtert, denn mit diesem Harz kann ich auch diese wunderschönen Effekte erzielen. Das geht, weil es bei Harzen verschiedene Viskositäten gibt. Das heißt dünnflüssige oder dickflüssige Harze. Das von Depot zum Beispiel ist sehr dünnflüssig. Deswegen klappt das hiermit nicht so ganz. Ich weiß jetzt auch nicht genau warum. Aber das hier ist dickflüssig und deswegen klappt das. Hier habe ich noch ein Harz von Resin for Decor. Ich liebe das für meine Wellenbilder, weil das ist so mittelviskos, könnt ihr hier sehen. Und dadurch erzielt man diese Wellen. Ich habe es am Anfang mit sehr flüssigem Harz versucht und das hat leider nicht geklappt. Wie ihr sehen könnt, haben wir von den Harzen immer zwei Kanister, weil man das Harz mit dem Härter vermischen muss. Es muss nämlich eine chemische Reaktion eingehen, damit es auch irgendwann härtet. Das ist das Harz und das ist der Härter. Was extrem wichtig ist, dass man es richtig mischt. Man muss es mit der Küchenwaage zusammenmischen, nicht nach Augenmaß. Und wenn man das gemacht hat, also es sind meistens zwei Teile hiervon und ein Teil davon. Und man muss unbedingt mehrere Minuten rühren. 3 bis 4 Minuten. Und nicht nur so, sondern auch am Rand kratzen und am Boden. Weil sonst härtet das nicht richtig aus und eure Coaster sind dann am nächsten Tag noch flüssig oder klebrig und dann war alles umsonst. Dann komme ich jetzt zu den Formen. Da werde ich auch echt oft gefragt. Ich habe auch 1000 Stück. Und zwar die beliebtesten sind die hier. Die sind von Chromate. Das ist eine Instagrammerin. Die hat die Formen selbst gemacht und die verkauft die auf Instagram und auf Amazon. Auf dem deutschen Amazon tatsächlich. Und ich habe am Anfang auch keine Formen gefunden, aber man muss irgendwie suchen, Geode, Moll, so auf Englisch ein bisschen versuchen. Und die sind gerade ausverkauft, aber die kommen regelmäßig wieder ins Sortiment. Kosten auch nur 18 Euro. Ich werde auch alles verlinken. Dann habe ich diese Form hier. Die ist von Etsy. Da machen ganz viele Instagrammer ihre Formen selbst. Die sind ein bisschen teurer, aber ich meine, die haben sehr lange daran gearbeitet. Dieses Silikon hier ist auch nicht besonders günstig. Und die Dame ist auch auf Instagram. Und dann haben wir hier das günstigste, was irgendwie jeder hat. Das ist auch von Amazon. Ich mag die aber nicht mehr so, weil mir die Form so spezifisch ist. Und je öfter man eine Silikonform benutzt, desto matter wird diese Seite hier. Das heißt, eure Unterseite vom Coaster wird irgendwann nicht mehr so glänzend, so durchsichtig sein. So, dann kommen wir zu den Pigmenten. Das mit den Pigmenten war auch so ein Abenteuer. Ich habe so viele falsche Pigmente gekauft. Am Anfang habe ich es mit Acrylfarbe versucht, aber Acrylfarbe ist auf Wasserbasis. Das heißt, wenn man Acrylfarbe dazu gibt und meistens zu viel, dann wird die chemische Reaktion zu stark sein. Und es kann passieren, dass euer Harz dann plötzlich sehr schnell heiß wird und hart wird. Und bei mir hat es sogar angefangen zu brodeln. Also ich empfehle es nicht mit Acrylfarbe zu machen. Vielleicht beim ersten Mal versuchen. Und dann achtet
drauf, dass ihr nicht mehr als 10% Farbe reinmacht. Das ist ganz wichtig. Also ich empfehle euch direkt anständige Farbe zu kaufen. Und ich zeige euch einfach alles, was ich geholt habe. Ja, die sind auch aus meiner Story. Die sind auch auf Amazon und die gehen preislich klar. Es gibt die einmal im 15er Stück und einmal hier im 30er Stück. Hier fliegen noch ein paar im Zimmer rum. Das sind jetzt nicht alle. Aber die sind schön und die reichen echt für eine lange Zeit. Das ist nur 10 Gramm, glaube ich, pro Stück. Ja, aber mir gefallen zum Beispiel die Rosatöne nicht so. Die sind irgendwie so kitschig. Ja. Und wenn ihr diese Pigmente nehmt, dann macht ihr das auf. Nehmt ihr ein Stäbchen und dann nehmt ihr eine Spitze voll und mischt das rein. Und wenn ihr merkt, das ist noch nicht so opak, dann macht ihr einfach langsam noch mehr. Hauptsache zu wenig als zu viel. Und bei denen passiert es mir oft, dass ich das irgendwie nicht richtig durchmische oder so. Und dann habe ich Klümpchen von diesem Pulver in meinen Coastern. Aber ich habe herausgefunden, wie man das verhindern kann. Und zwar wartet ihr dann, keine Ahnung, 1 Minute. Und dann schwimmen diese, wie heißen sie denn? Die Klümpchen nach oben. Und dann könnt ihr nochmal rühren, dann sind die weg. Ja. Dann habe ich die hier zu Weihnachten geschenkt bekommen. Aber die sind leider nicht gut. Die sind, glaube ich, auch von Amazon. Die hier. Die sind gar nicht deckend. Also man muss so viel reinmachen und dann sind die noch immer durchsichtig. Kann ich nicht empfehlen. Dann habe ich die hier. Die sind so schön. Die habe ich ganz am Anfang gekauft. Die sind von, wie heißen die? Sahara und irgendwas mit Pro. Resin Pro, genau. Die sind auch sehr schön. Aber wie das bei allen Pulverpigmenten ist, die sind nicht 1000% deckend, sag ich mal. Und als ich die gekauft habe, war ich enttäuscht, weil ich wollte es deckend haben. Aber irgendwann später merkt man, was die Vorteile von allen Dingen sind. Müsst ihr halt selbst entscheiden, ob ihr Pulver mehr mögt oder hier zum Beispiel Pasten. Genau, kommen wir zum nächsten. Das ist mein Rosaton, den ich immer verwende. Der ist richtig geil von Colorberry, auch eine Instagramerin. Und bei ihr ist gerade alles ausverkauft, aber die Farbe gibt's noch. So ist das. Und sieht man nicht so gut. Davon braucht man wirklich so wenig. Ich mache andauernd so viel rein. Das ist richtig geil, also es lohnt sich. Und diese Farbe, die liebe ich auch über alles. Ohne die läuft hier nichts. Und mit diesem Weiß kriegt man auch die Wellen hin. Weil man kriegt keine Wellen mit jedem Weiß hin. Und davon braucht man auch sehr wenig. Also es reicht für lange Zeit. Dann habe ich noch von dieser Firma. Das ist auch sehr schönes Pigment. Ja, genau. Und noch zuletzt die hier, das sind flüssige Acrylfarben von Liquitex. Die benutze ich für meine Wellenbilder. Es ist wirklich sehr schön. Ausnahmsweise mit Wasser. So, und warum hier diese Untersetzer liegen, ich möchte euch das demonstrieren. Und zwar, wenn man nur Pulverpigmente hat, dann ist alles sehr, es verschwimmt sehr stark miteinander. Also man hat nicht so viel Struktur. Wenn man aber zum Beispiel ein Pulverpigment nimmt und so eine Paste, wie die hier, dann kriegt man hier Struktur rein. Dann hat man hier Muster und Abwechslung, sag ich mal. Dann ist es nicht so verschwommen. Verschwommen ist, glaube ich, das falsche Wort. Fällt mir bestimmt später ein. Hier habe ich das Weiß genommen, beziehungsweise meine Freundin, ich habe der das auch beigebracht, macht gerade alle süchtig. Und dann habe ich dieses Weiß genommen und zack, sah das schon so aus. Ja. Dann braucht ihr auf jeden Fall noch so ein Sturmfeuerzeug, Gummifeuerzeug, wie auch immer. Ich hole diese ganzen Utensilien hier bei Thomas Philips. Die sind da so günstig, auch die Leinwände, viel günstiger als irgendwo anders. Und yes. Dann, wie ihr bestimmt gesehen habt, benutze ich immer Blattgold in meinen Coastern. Und das ist von der Firma hier, gibt es bei Müller und natürlich Amazon. Und das ist ein großes Stück Blattgold.
Und ich zerpflück die dann immer, bevor ich anfange mit dem Harz, weil meistens werden die Finger dann irgendwie klebrig und dann klebt das alles an den Fingern. Aber ich habe auch gesehen, dass es die schon zerpflückt gibt. Dann müsst ihr euch diese Arbeit nicht machen. Das ist nämlich extrem nervig. So, kurz Szenariowechsel. Ich werde jetzt anfangen, das für euch zu gießen. Und ich benutze einfach mal alle möglichen Pigmente, damit ihr mal seht, was für Effekte die einzelnen Farben haben. Und übrigens, es gibt einen Shop, der heißt Craftsman Resin Store. Nee, Craftsman Store. Der ist russisch. Die Website ist leider auch auf Russisch, aber der Browser kann das direkt auf Deutsch übersetzen. Und die haben mega schöne Farben. Die haben so eine richtig große Auswahl und die sind viel günstiger als die deutschen Farben. Und die amerikanischen, also schaut vorbei. Wie immer verlinke ich das. So. Also ich nehme immer einen größeren Becher, wenn ich mein Harz anmische. Dann, ich mache das heute mit dem Dupont. Das andere ist mir zu teuer. Das kommt nur für ganz besondere Sachen ins Spiel. Also. Okay, das hat jetzt 100 Jahre gedauert. 87 Gramm. Beziehungsweise Milliliter. Nehmen wir mal die Hälfte jetzt davon. Ganz wichtig. So. Jetzt müsst ihr das sehr ordentlich rühren. Sehr lange. Und es wird auch immer klarer und klarer, je mehr ihr rührt. Und bei Harz, das nicht perfekt durchmischt wurde, sieht man auch Schlieren. Deswegen habe ich mir diesen durchsichtigen Becher geholt, damit ich das besser sehe. Und für meine Farben habe ich Pappbecher, weil erstens könnt ihr die so zusammenquetschen. Okay, der ist gerade ein bisschen, naja, auf jeden Fall zusammenquetschen. Dann könnt ihr das leichter in eure Form gießen. Und das Harz bleibt besser, sag ich mal, an der Wand kleben. Bei einem Plastikbecher löst sich das. Das heißt, wenn ihr das nochmal benutzt, könnte es sein, dass da Klümpchen sind von dem, was ihr davor gemacht habt. Es gibt noch einen weiteren Shop, da will ich auf jeden Fall auch mal bestellen. Ich finde selber noch immer wieder neue Sachen. Der heißt Let's Resin. Der ist, glaube ich, aus Australien und der hat auch unglaublich schöne Pasten. Wirklich. Und diese Versandkosten sind halt immer das Problem. Ach, und übrigens, es gibt ein Mädel auf Instagram, die hat mich letztens angeschrieben. Die verkauft hier aus Deutschland Fox Rizzle Harz, falls das jemand kennt. Ich sehe das immer bei den amerikanischen Instagrammern. Die haben das alle, weil das bis 200 irgendwas Grad hitzebeständig ist und ungiftig und sonst was. Also ich werde das demnächst auch bei der bestellen. Ihren Namen schreibe ich auch in die Description Box. Und was kann ich euch noch so erzählen? Wenn ihr noch Fragen habt, wenn ich irgendwas nicht beantwortet habe, dann fragt einfach, schreibt das in die Kommentare. Und wenn ich
irgendwas besser machen kann oder so. Also das Video ist jetzt bestimmt richtig hässlich, aber ich mache das echt nur, um euch zu helfen, weil mich so viele angeschrieben haben. Und ich kenne das. Am Anfang ist es so schwer, die ganzen Informationen zusammenzutragen. Und so viele wollen ihre Geheimnisse nicht teilen. Ich verstehe das gar nicht, voll die Geier. Außerdem kostet das so viel, Fehler zu machen in diesem Bereich. Kann man ruhig mal erzählen. Also ich empfehle euch immer mit offenen Fenstern zu arbeiten. Ist ja alles Chemie. Es gibt auch Produkte, die werben damit, dass das alles ungiftig ist und so. Aber ich würde es nicht riskieren. Und ich ziehe auch immer eine Atemmaske an. Außer natürlich jetzt, ne? Sonst könnte ich nicht reden. Ja. Und Handschuhe. Leider habe ich hier ein bisschen zu wenig vom Harz, weil mein Harz schon leer ist. Aber da mache ich halt nur 2 Coaster oder so. Und die Ergebnisse zeige ich euch dann einfach auf meinem Instagram-Profil, glaube ich. Oder vielleicht mache ich noch ein Video, keine Ahnung. Und ich mache noch ein Video wegen dem Goldrand. Ich glaube, da stellen sich auch sehr viele Personen Fragen. Ich bin selbst noch immer am Suchen. Ja. Meine Hand tut schon weh. Immer wenn mein Freund hier ist, dann gebe ich dem das zum Rühren. So, ich glaube, das ist langsam fertig. Ich werde ein graues machen. Grau mit weiß. Und ich werde das hier mit weiß machen, damit ihr sehen könnt, wie diese Paste so funktioniert. Und ich wurde auch oft gefragt, wie ich das mache. Das Harz ist jetzt das Falsche, aber ich zeige mal die Technik, wie ich das gieße, damit das verständlich ist. So, das lasse ich durchsichtig, weil ich mag das immer durchsichtig in der Mitte. Also, nehmen wir mal das Grau hier. So, versuchen wir erstmal diese Menge. Sieht man natürlich jetzt einwandfrei, weil das so dunkelgrün ist. I'm sorry. So, das ist dieses Pigment, wo ich meinte, dass Klümpchen entstehen können. Vielleicht kann man das jetzt sehen. So sieht das jetzt aus. Lassen wir das kurz stehen.
So, hier kommt unser Weiß rein. Also nicht so viel, dass es echt dick wird. Wenn ihr die Farbe nicht perfekt damit vermischt, kann das auch sein, dass euer Coaster später an manchen Stellen klebt und eine weiße Farbe an euren Fingern ist zum Beispiel. So müsst ihr das hier ordentlich mischen. Und es gibt noch so ein Harz, das wird auch immer gehypt, Art Resin. Ich habe mir dann direkt so, keine Ahnung, 3 Liter oder so gewünscht und geschenkt bekommen. Und ich war so unzufrieden damit, weil das hat so viele Bläschen gemacht. Das ist auch extrem dickflüssig, also extrem. Und es ist auch nicht wirklich hitzebeständig, nur 50 Grad. Und es war so anstrengend, das zu rühren. Ich wusste echt nicht, wohin mit diesen 3 Litern. So, was war nochmal hier? Rosa. So. Versuchen wir so wenig. So ist jetzt noch ein bisschen transparent, aber ich mag das so. Vor allem, ich mag das nicht so, wenn so viel rosa im Coaster ist. Das sieht dann ein bisschen kitschig aus, finde ich. So, dark, keine Klümpchen. Habe ich wohl perfekt gemischt. So, jetzt mache ich Gold in die Mitte. Because it's beautiful. Ist ein bisschen weit die Kamera, ne? Moment. So, ich mache jetzt immer Gold in die Mitte. Passt auf, atmet nicht zu stark aus, sonst fliegt das alles weg. Was mir oft bei diesen Formen aufgefallen ist, dass wenn ihr zum Beispiel mit einem Fingernagel drüber geht, wenn ihr das mit Spüli wäscht zum Beispiel, dann bleibt ein Streifen, den man nicht unbedingt sieht, aber ihr seht das später auf der Unterseite vom Coaster, wenn ihr Perfektionist seid. Mich stört sowas. Och, Gisela. So, jetzt mache ich immer durchsichtiges Harz auf das Gold, weil das ist ein bisschen nervig, wenn man das im Nachhinein so reindrücken muss. So, und bei dem hier, ich zeige jetzt, wie ich das hier gemacht habe. Da habe ich sehr viel durchsichtiges Harz in die Mitte gemacht. Es war wirklich noch mehr als hier.
Und die Mitte war eigentlich komplett frei. Und über Nacht ist das Harz quasi in die Mitte gewandert und hat diese Effekte entwickelt. So. Okay, ich habe den offenbar so oft benutzt, dass man den nicht mal mehr knicken kann. Wir wollen ja nachhaltig sein, ne? So. Ich fange mal von außen an und vorsichtig, ne? Weil am Anfang ist mir immer so viel Farbe, Harz rausgeploppt. Und das ist nicht so schlimm, wenn es nicht perfekt Gras wird oder so, weil während der Aushärtungszeit macht das Harz so magische Dinge und zieht sich zusammen und sonst was. Das wird am Ende irgendwie immer schön. So. Also ihr könnt einmal das nebeneinander gießen oder auch auf das Weiß quasi. Dann entstehen auch unterschiedliche Sachen. Okay, das ist jetzt too much. Also für die, die diese Wölkchen haben wollen. Das muss echt nur ganz wenig Farbe am Rand sein. Ihr kriegt das schon hin, ich glaube an euch. So, was noch? Jetzt haben wir. Ich glaube, ich mache noch einen Coaster, das passt, glaube ich. So schön. Da läuft gerade Ghetto-Musik im Hintergrund. Das ist nicht meine Musik, das ist MTV. Ah, passt rosa, grau und weiß. Kurze Überforderung. Man kann übrigens seine Formen auch selbst machen. Aus diesem Bartsilikon. Hoch. Dann braucht ihr aber eine sehr glatte Oberfläche, die glänzt. Weil wenn es nicht glänzt, dann werden eure Unterseiten matt. Ja, ihr könnt zum Beispiel einen Vinyl-Duschvorhang nehmen von Amazon, 8 Euro. Seht ihr, ich bin so süchtig, ich kenne schon die Preise auswendig. Oder so eine Silikon-Backmatte. No. Und dann müsst ihr eure Hände mit Spüliwasser so ne, so. Und dann könnt ihr das Silikon auch glätten. Weil wenn ihr das nicht macht, dann sind zwischen den Lagen Silikon Löcher und dann fließt euch alles raus. Ich decke meinen Tisch übrigens eigentlich immer mit Mülltüten ab. Ich habe jetzt Frischhaltefolie drauf gemacht, damit es schöner aussieht.
Okay, hab noch immer Harz für Coaster. Wenn ihr die zu dünn macht, sag ich mal, ist nicht schlimm theoretisch, aber die sind dann sehr leicht und fühlen sich nicht so hochwertig an, sag ich mal. Moment, ich teste mal eine andere Form. Moment. So. Weil diese zwei am Rand sind nicht so breit, passen nicht alle Gläser drauf. Und ich lagere meine Form auch immer so verkehrt herum, damit keine Staubkörner draufkommen. Apropos, ne? Staub. Ich habe mir so eine Entstaubermaschine geholt, damit der den Staub aus der Luft filtert. Weil am Anfang hatte ich immer so viel Staubkörner auf meinen Sachen. Das war nicht schön. Aber ich glaube, wenn man das in einem Raum macht, wo man nicht unbedingt immer lebt, dann ist da sowieso nicht so viel Staub, weil ich mache das hier, wo mein Bett steht. Und danach empfehle ich euch, das auch alles abzudecken. Ich habe mir so ein Fliegenschutzgitter oder so zum Picknicken und so geholt. Das ist wirklich funktional. Ah! What the fuck? Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, aber ich mache, glaube ich, noch ein extra Video zu den ganzen Goldhöhlen. Ah, habe ich schon gesagt. Ja. So, und jetzt kommt das Feuerzeug. Oh Gott, mein Akku. Nee, mein Speicherplatz ist gleich weg. Den benutzt man, um die Bläschen von der Oberfläche wegzubekommen. Ich habe jetzt hier ein bisschen zu wenig Harz. So einmal im Leben passiert mir das, wenn ich ein Video mache. Ne? Egal, nicht schlimm. Das Harz verteilt sich sowieso von selbst. Selbstnivellierend. So, und mit der Hitze kann man auch Effekte hinbekommen. Seht ihr schon, wie sich das hier alles zusammenzieht und verändert? Und bei mir ist das so, unter den Goldbläschen sammelt sich auch Luft. Und dann so nach einer halben Stunde kommen erst Bläschen hoch. Also müsst ihr aufpassen, weil die sind echt hässlich, die Bläschen. Manchmal benutze ich auch meine Heatgun, meine Heißluftpistole. Aber es ist jetzt nicht so ein Unterschied. Das braucht man eher für die Wellenbilder. So. Jetzt abdecken. Ich zeige euch das Teil. Tada! Passt nicht ganz. Deswegen habe ich noch Kartons. Aber damit ihr wisst, was ich meine. Okay.